Und im Studio ist jetzt bei mir zu Gast Wolfgang Büscher. Er ist Sprecher der Arche Berlin. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, schönen guten Tag. Sie sind sehr nah dran an Kindern und Jugendlichen, auch Kinder und Jugendliche, die vielleicht auch schon Gewalt im eigenen Umfeld erfahren haben. Woran glauben Sie aber liegt es, dass es momentan so einen starken Anstieg bei der Kinder- und Jugendkriminalität gibt? Viele Kinder und Jugendliche haben psychische Probleme. Sie leben in den Randbezirken der Städte. Sie gehen auf Brennpunktschulen, sind zu 90% unter sich. Und diese Belastung, diese Gewalt nehmen sie dann mit nach Hause. Viele unserer jungen Kinder und Jugendlichen sagen, wir wollen uns beschützen, wir müssen uns beschützen, wir haben dafür ein Messer in der Tasche. Und wenn ich so etwas bei mir habe, passieren dann häufig natürlich auch Gewalttaten. Was wir machen müssen, um diese Situation zu ändern, ist die Brennpunktschulen abschaffen. Wir müssen die Kinder verteilen, dass an jeder Schule, in jeder Klasse ein gleicher Anteil schwieriger Kinder ist. Nur so können wir das lösen. Die Kinder werden auf Dauer ja alle bei uns im Land bleiben. Sie wissen heute, wir müssen später vom Bürgergeld, von Sozialleistungen leben. Und wir müssen ihnen Perspektiven geben. Wir müssen sie behandeln wie Könige und Könige. Und dann wird sich etwas positiv ändern. Sie haben gerade die psychischen Auffälligkeiten erwähnt. Viele Experten sehen hier immer noch einen Zusammenhang mit den ja jetzt schon eine Weile zurückliegenden Corona-Maßnahmen. Würden Sie das bestätigen? Ja, wir haben seit der Corona-Zeit sehr viele psychisch auffällige Kinder. Wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche, die massiv zugenommen haben, die in der Zeit keinen Kontakt zu Freunden hatten, keinen Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern hatten, weil sie keine Endgeräte hatten. All das erleben wir bei uns in den Häusern. Und dann sind sie natürlich belastet. Die Kinder, die damals in der 2., 3., 4. Klasse gegangen sind, haben viel vergessen, haben viel verloren. Sie können heute nicht richtig leben und schreiben. Wir müssen die ausgegrenzten Kinder, und wir reden hier, Frau Paus hat mal die Zahl genannt, von 5,5 Millionen Kinder, die Anspruch auf eine mögliche Kindergrundsicherung hätten. Wenn wir diese Kinder vergessen, wenn wir sie nicht integrieren in den Erfolg der Gesellschaft, werden sie uns später selber vergessen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir erleben in unseren Häusern, dass diese Vorfälle passieren. Ich werde gleich in einer Berliner Arche sein, da geht es um dieses Thema. Wir haben eine fast 1:1 Betreuung bei Kindern und Jugendlichen. So intensiv ist die Arbeit. Und wenn ich dann sehe, dass am Flughafen Tegel 10.000 Geflüchtete leben, darunter mehrere tausend Kinder ohne Sozialarbeiter, wird das in einer Katastrophe enden. Wenn wir noch mal auf das Thema auch mit den Messern zu sprechen kommen, ist es sehr auffällig, dass sehr oft hier Messer involviert sind in jeglicher Art von Gewalttat. Erleben Sie denn, dass auch die Herkunft oder ein gewisser Kulturkreis eine Rolle spielt, wenn es um die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen geht? Ja, das ist ganz klar. Mir sagte vor einiger Zeit ein syrischer Junge, 16 Jahre alt, man hat mir in Syrien versprochen, er ist alleine geflüchtet, man hat mir in Syrien versprochen, dass ich ein Haus bekomme, dass ich ein Auto bekomme, dass ich einen tollen Schulplatz bekomme. Und dann lebt er seit Jahren in einer Flüchtlingseinrichtung. Er weiß, ich werde niemals Erfolg haben. Ich lerne die deutsche Sprache nicht mehr so, wie ich es eigentlich müsste. Und das ist das eigentliche Problem. Diese Kinder spüren irgendwie instinktiv, ich werde später auf der Verliererseite sein. Wir brauchen in Deutschland, ja, das sagt unser Bundespräsident immer, Fachkräfte aus dem Ausland. Dafür haben wir keine Wohnungen, dafür haben wir keine Schulen. Aber die sind alle längst hier. Wir haben Hunderttausende Jugendliche hier aus unterschiedlichen Ländern. Wir müssen sie ausbilden. Sie haben Bock, sie wollen was machen. Mir sagte ein Jugendlicher kürzlich, mein Traumberuf ist, an einer Reinigung zu arbeiten. Also das Interesse ist da. Wir müssen sie nur ausbilden. Wir müssen sie anerkennen. Wir müssen sie stark machen. Wir müssen sie in unsere Gesellschaft holen. Wenn wir das nicht tun, werden diese Kinder alle absacken und werden eben auch Straftaten ausüben. Haben Sie denn die Hoffnung, dass das mit der kommenden Koalition zwischen SPD und Union dann passieren wird? Wenn ich mir so die Koalitionsverhandlungen anschaue, geht es ja heute, und ich sehe das durchaus ein, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Trump, wir haben Auseinandersetzungen mit China, mit Russland, mit anderen Ländern. Es wird sehr schwer. Aber was wir nicht machen dürfen bei all diesen Katastrophen, wir dürfen nicht unsere Kinder vergessen. Viele sagen, Kinder sind Zukunft, aber Kinder sind ja in erster Linie Gegenwart. Sie leben jetzt und heute, und wir müssen ihnen heute helfen. Und wenn wir sie heute stark machen, dann werden sie uns das später mit Steuern zurückzahlen. Sie werden später arbeiten. Sie werden später auf die Erholspur fahren. Und was sie vor allen Dingen auch dann machen werden, sie sind Bestandteil einer funktionierenden Wirtschaft. Unsere Kinder und Jugendlichen jetzt können lediglich sich was zum Anziehen kaufen, ein paar Möbel kaufen, und dann ist auch schon Schluss.
Wenn sie arbeiten, werden sie sich viele Dinge leisten können, die wir uns auch leisten können. Und solange wir diese Kinder ausschließen, sehe ich schwarz für unser Land. Sagt Wolfgang Büscher, er ist Sprecher der Arche Berlin. Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch.